Die Nacht der Kürbisse. Lina wohnt in Lindenfeld. Lindenfeld ist klein. Lindenfeld ist arm. Lina hat keinen Mann. Lina hat keine Arbeit. Lina hat nur ein Kind. Ihr Sohn heißt Samuel. Samuel ist 1 Jahr alt. Samuel ist klein und leicht. Lina liebt ihren Sohn. Aber Lina hat Angst. Sie hat kein Geld. Sie hat kein Essen für morgen. Der Winter kommt bald. Die Nächte werden kalt. Lina sitzt am Tisch. Der Tisch ist leer. Kein Brot, kein Reis, nichts. Samuel schläft in seinem Bett. Lina schaut ihn an. Sie denkt nach. Sie muss etwas tun. In Birkenau wohnen Herr und Frau Berger. Birkenau liegt neben Lindenfeld. Nicht weit. Nur ein Weg durch den Wald. Herr Berger ist 75 Jahre alt. Frau Berger ist 80 Jahre alt. Sie sind alt. Sie sind langsam. Aber sie haben ein großes Feld. Auf dem Feld wachsen Kürbisse. Viele Kürbisse. Große Orangekürbisse. Genug für ein ganzes Dorf. Lina kennt das Feld gut. Sie ist dort oft vorbeigegangen. Sie kennt den Zaun. Sie kennt den Weg. Sie kennt das alte Haus der Bergers. Eine Idee kommt in ihren Kopf. Eine schlechte Idee. Aber eine Idee. Die Bergers schlafen früh, denkt Lina. Sie sind alt. Sie hören nicht gut. Ich kann in der Nacht gehen. Ich kann Kürbisse holen. Niemand wird es sehen. Lina schämt sich. Stehlen ist falsch. Das weiß sie. Aber Samuel braucht Essen. Und ein Kürbis ist Essen für eine Woche. Sie trifft eine Entscheidung. Heute Nacht geht sie nach Birkenau. Der Abend kommt. Die Sonne geht unter. Der Himmel wird dunkel. Lina packt eine Tasche. Eine alte, große Tasche. Sie packt auch eine kleine Lampe. Die Lampe ist klein. Das Licht ist schwach. Aber es ist die einzige Lampe, die sie hat. Sie schaut zu Samuel. Er schläft ruhig. Ich kann ihn nicht allein lassen, denkt Lina. Niemand ist hier. Niemand passt auf ihn auf. Sie hat keine Wahl. Sie nimmt Samuel. Sie wickelt ihn warm ein. Sie legt ihn in ein Tragetuch. »Du kommst mit mir, mein Schatz«, flüstert sie. »Sei leise. Bitte sei leise.« Samuel öffnet kurz die Augen. Dann schläft er wieder. Lina nimmt die Tasche. Sie nimmt die Lampe. Sie nimmt Samuel. Sie geht aus dem Haus. Die Nacht ist still. Die Luft ist kalt. Der Mond ist hoch im Himmel. Lina geht durch den Wald. Der Weg ist dunkel. Die Bäume sind hoch und schwarz. Sie hört Geräusche. Ein Vogel. Der Wind. Ihre eigenen Schritte. Samuel schläft an ihrer Brust. Er ist warm. Er ist ruhig. »Bald sind wir da«, flüstert Lina. Nach 20 Minuten sieht sie das Feld der Bergers. Es liegt vor ihr, groß und still. Im Mondlicht sieht Lina die Kürbisse, orange Punkte im dunklen Feld, viele, viele Kürbisse. Das Haus der Bergers ist nah.
aber kein Licht brennt. Alles ist dunkel. Alles ist ruhig. Sie schlafen, denkt Lina. Gut, sie atmet tief ein. Jetzt beginnt die Arbeit. Lina kann nicht mit Samuel auf dem Arm arbeiten. Sie braucht beide Hände. Sie sucht einen sicheren Platz, einen weichen Platz für ihren Sohn. Am Rand des Feldes liegt ein Haufen Blätter, trockene Blätter, weich und warm. Hier, denkt Lina, hier ist es sicher. Sie legt eine Decke auf die Blätter. Sie legt Samuel vorsichtig darauf. Er schläft weiter. Er merkt nichts. »Bleib hier, mein Schatz«, sagt Lina leise. »Mama ist gleich zurück.« Sie stellt die kleine Lampe neben ihn. Das schwache Licht leuchtet auf sein Gesicht. Lina schaut sich um. Sie merkt sich den Platz. Hier neben dem großen Stein, direkt hier. Dann dreht sie sich um. Sie geht zu den Kürbissen. Die Arbeit beginnt. Lina arbeitet schnell. Sie schneidet einen Kürbis ab. Sie legt ihn in die Tasche. 1 Kürbis, 2 Kürbisse, 3 Kürbisse. Die Tasche wird schwer. Lina trägt die Tasche zum Waldrand. Sie legt sie dort ab. Dann geht sie zurück. 4 Kürbisse, 5 Kürbisse. Der Wind weht über das Feld. Die trockenen Blätter bewegen sich. Sie fliegen durch die Luft. Lina merkt es nicht. Sie arbeitet weiter. Konzentriert, schnell. 6 Kürbisse, 7 Kürbisse. Der Wind wird stärker. Mehr Blätter fliegen. Sie fallen auf den Boden. Sie fallen auf den Haufen am Stein. Auf Samuel. Aber Lina sieht es nicht. Sie ist zu weit weg. Sie denkt nur an die Kürbisse. 8 Kürbisse. Die Tasche ist fast voll. Noch einer, denkt Lina. Nur noch einer. Lina hält an. Sie schaut zum Himmel. Der Mond steht jetzt höher. Es ist spät, denkt sie. Zeit für Samuel. Sie nimmt die letzte Tasche. Sie geht zum Waldrand zurück. Sie geht zum großen Stein. Sie schaut auf den Blätterhaufen. Die Blätter haben sich verändert. Mehr Blätter sind dort. Viel mehr. Der ganze Haufen sieht anders aus. Lina geht näher. Sie schaut genauer. Wo ist die Decke? Wo ist die Lampe? Wo ist Samuel? Ihr Herz schlägt schneller. Samuel? Flüstert sie. Keine Antwort. Lina kniet sich hin. Sie greift in die Blätter. Ihre Hände zittern. Nichts, nur Blätter. Nur kalte, trockene Blätter. Samuel? Sie schaut nach links. Sie schaut nach rechts. Alles sieht gleich aus im Dunkeln. War es hier? Fragt sie sich. Oder dort? Sie steht auf. Sie geht 2 Schritte nach links. Sie kniet sich wieder hin. Sie sucht in einem anderen Blätterhaufen. Nichts. Nein, nicht hier. Vielleicht dort? Sie steht wieder auf. Sie geht nach rechts. Sie sucht wieder. Nichts. Immer noch nichts. Ihre Hände sind kalt. Ihr Herz schlägt sehr schnell jetzt. Wo bist du, Samuel? Wo bist du? Lina hebt die kleine Lampe. Sie schaut auf das schwache Licht. Das Licht flackert. Einmal,
zweimal. Nein, flüstert Lina, nicht jetzt. Das Licht flackert noch einmal. Dann geht es aus. Schwarze Dunkelheit. Lina sieht nichts mehr. Nur den Mond, weit oben, schwach und kalt. Nein, nein, nein. Sie schüttelt die Lampe. Sie schlägt leicht darauf. Nichts passiert. Die Lampe bleibt tot. Lina lässt die Lampe fallen. Sie kniet wieder im Gras. Sie greift mit beiden Händen in die Dunkelheit. Blätter, Erde, Gras, mehr Blätter, aber kein Samuel. Lina steht auf. Sie dreht sich im Kreis. Sie versucht, sich zu erinnern. »Ich habe hier gepflückt«, sagt sie laut. »Dann hier, dann dort drüben.« Sie zeigt mit der Hand in die Dunkelheit, aber sie kann ihre eigene Hand kaum sehen. Erster Kürbis hier. Sie geht 3 Schritte. Zweiter Kürbis hier. Sie geht weitere Schritte. Dritter, vierter. Sie verliert den Überblick. Alle Stellen sehen gleich aus. Alle Blätter fühlen sich gleich an. Wo habe ich ihn hingelegt? Ihre Stimme zittert. Beim Stein. Es war beim Stein. Aber welcher Stein? Auf dem Feld liegen viele Steine. Lina läuft von einem Stein zum nächsten. Sie kniet. Sie sucht. Sie findet nichts. Wieder ein Stein. Wieder nichts. Wieder ein Stein. Wieder nichts. Linas Atem geht schnell. Ihr Herz schlägt laut in ihrer Brust. Samuel, Samuel, bitte! Ihre Stimme ist jetzt lauter, aber niemand antwortet. Nur der Wind, nur die Blätter. Sie denkt an ihren Sohn. So klein, so leicht. Unter den Blättern irgendwo allein. Was, wenn er kalt ist? Was, wenn er weint, aber ich höre ihn nicht? Was, wenn... Sie stoppt diesen Gedanken. Sie kann ihn nicht zu Ende denken. Lina läuft jetzt schneller. Sie sucht nicht mehr ruhig. Sie reißt Blätterhaufen auseinander. Sie wirft Blätter in die Luft. Samuel, Samuel, wo bist du? Ihre Hände bluten leicht von den trockenen Ästen. Das merkt sie nicht. Nur eine Sache ist wichtig. Ihr Sohn. Lina kann sich nicht mehr beruhigen. Samuel. Ihre Stimme bricht. Sie ruft seinen Namen wieder. Samuel, wo bist du? Die Nacht ist still. Zu still. Nur ihre Stimme hallt über das Feld. Sie vergisst die Kürbisse. Sie vergisst, dass sie stiehlt. Sie vergisst die Bergers, die schlafen. Nur eine Angst füllt ihren Kopf. Ihr Sohn ist verschwunden. Bitte, wo bist du? Antworte mir. Tränen laufen über ihr Gesicht. Sie merkt es kaum. Sie läuft über das Feld. Sie ruft seinen Namen, immer lauter, immer verzweifelter. Samuel, Samuel! Ihre Stimme wird zu einem Schrei. Ein Schrei, der durch die ganze Nacht hallt. Ein Schrei, der über das Feld fliegt. Ein Schrei, der bis zum Haus der Bergers reicht. Im Haus der Bergers ist alles dunkel. Herr und Frau Berger schlafen tief. Dann hört Frau Berger etwas. Ein Geräusch. Weit weg,
aber laut. Sie öffnet die Augen. »Hast du das gehört?« fragt sie leise. Herr Berger bewegt sich im Bett. »Was? Was ist los?« Wieder ein Schrei. Lauter jetzt. Näher. Frau Berger setzt sich auf. Da ist jemand draußen, auf dem Feld. Herr Berger steht langsam auf. Seine alten Knie schmerzen. Aber er geht zum Fenster. Er schaut hinaus. Er sieht nichts, nur Dunkelheit. Aber er hört die Stimme. Eine Frauenstimme. Verzweifelt. Voller Angst. Da stimmt etwas nicht, sagt er. Frau Berger steht auch auf. Sie greift nach ihrer Jacke. Ein Licht geht im Haus der Bergers an. Die Haustür der Bergers öffnet sich langsam. Herr Berger hält eine Lampe in der Hand. Eine große Lampe. Mit starkem Licht. Frau Berger steht hinter ihm. Beide schauen in die Dunkelheit. Die Schreie kommen vom Feld, von ihrem Feld. »Wer ist da?« ruft Herr Berger. Keine Antwort, nur weiteres Rufen. Weit weg. Eine Stimme, die immer wieder einen Namen ruft. Herr Berger und Frau Berger schauen sich an. Sie wissen nicht, wer auf ihrem Feld ist. Sie wissen nicht, warum die Person schreit. Sie wissen nicht, was in der Dunkelheit passiert. Aber sie wissen, jemand braucht Hilfe. Herr Berger hebt die Lampe höher. Das Licht fällt auf den Weg zum Feld. Langsam, Schritt für Schritt, gehen die beiden alten Menschen hinaus. In die Nacht. In Richtung der Schreie. In Richtung des Feldes, wo Lina, allein und verzweifelt, immer noch ruft: »Samuel, wo bist du?« Das Licht der Lampe wird größer. Es kommt näher. Aber was die Bergers finden werden, das weiß noch niemand. Now let's go through a few key words together, the ones worth remembering. Stehlen. Lina stiehlt Kürbisse vom Feld. Lina stiehlt Kürbisse vom Feld. Flüstern. Sie flüstert: »Sei leise, Samuel.« Sie flüstert: »Sei leise, Samuel.« Zittern. Ihre Hände zittern in der Dunkelheit. Ihre Hände zittern in der Dunkelheit. Verzweifelt. Lina ist verzweifelt. Sie findet Samuel nicht. Lina ist verzweifelt. Sie findet Samuel nicht. Die Entscheidung. Lina trifft eine schwere Entscheidung. Lina trifft eine schwere Entscheidung. Flackern. Die Lampe flackert und geht aus. Die Lampe flackert und geht aus. Verschwinden. Samuel ist verschwunden. Lina sucht ihn überall.
Samuel ist verschwunden. Lina sucht ihn überall. Die Angst. Lina hat große Angst um ihren Sohn. Lina hat große Angst um ihren Sohn. Sich erinnern. Sie versucht, sich zu erinnern, wo sie ihn hingelegt hat. Sie versucht, sich zu erinnern, wo sie ihn hingelegt hat. Der Schrei. Ihr Schrei hallt über das ganze Feld. Ihr Schrei hallt über das ganze Feld.